Heute bei uns in der Sendung, warum fallen eigentlich so viele Fahrschüler bei Ampelkreuzungen durch? Und wir beschäftigen uns mit der Frage, muss das eigentlich sein? Und warum passiert dies so wahnsinnig häufig? Wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, erfahrt ihr, was ihr dagegen tun könnt. Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, quasi live aus dem Auto raus. Wundert euch bitte nicht über die Audio, wenn das ab und zu nicht ganz synchron ist. Aber die Nebengeräusche im Auto sind so laut, dass ich den ganzen Quatsch nochmal nachquatschen musste. Auf alle Fälle geht es in diesem Video um das Ampelthema und wieso hier so viele Prüfungen beendet werden, beziehungsweise so viele Schüler durchfallen. Ich glaube, den meisten Fahrschülern ist das auch gar nicht bewusst, dass bei Ampeln generell so viele Schüler durchfallen. Ach ja, übrigens kleiner Funfact. Als ich früher meinen Führerschein gemacht habe, gab es zwei Sachen, wo ich nicht Angst vor hatte, aber ich sag mal, wo ich Respekt vor hatte. Das war zum einen der Beschleunigungsstreifen und die andere Sache war jedes Mal, als ich auf eine Ampel zugefahren bin. Weil ich mir immer irgendwie dachte, oh, hoffentlich geht das gut. Springt sie um? Bleibt sie grün? Soll ich anhalten? Kann ich weiterfahren? Ihr wisst wahrscheinlich genau, wovon ich rede. Aber auf das Thema gehe ich später nochmal genauer ein. So, nur erstmal müsst ihr jetzt hier verstehen, es gibt quasi an einer Ampel drei Arten bzw. Kategorien, wie man durchfallen kann. Den ersten Punkt, den wir hier haben an einer Ampelkreuzung, allgemeine Fehler. Dies kann dann zum Beispiel bedeuten, dass der Fahrschüler die Ampelkreuzung gar nicht richtig versteht. Also weiß er dementsprechend auch gar nicht, wer Vorfahrt hat und wo er aufpassen muss. Oder der Schüler hat Probleme mit den Abbiegeampeln, dass man nicht genau sicher ist, wann die Radfahrer mit einem zusammen grün haben und wann nicht. Oder der Schüler hat einfach nur Probleme, in die Kreuzungsmitte zu fahren, was auch mega kompliziert sein kann, wenn man das nicht vernünftig erklärt bekommt. Also ihr seht schon, hier gibt es super viele Sachen, die für einen Fahrschüler mega wichtig sind, weil man da richtig schnell durchfallen kann. Stellt euch mal bitte vor, ihr seid in der Prüfungsfahrt und ihr fahrt dann in irgendeine Kreuzung rein und ihr wisst nicht zu 100%, was da abgeht. Dann müsste ich mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn ich da durchfalle. So, sollte irgendjemand von euch, was das Thema angeht, noch irgendwo Probleme haben, dann tut euch doch bitte selber den Gefallen und guckt euch das ganze Video von vorne bis hinten an. Das soll gar kein Clickbaiting sein, aber ich verspreche euch, dass ihr danach keine offenen Fragen mehr habt. So, und der zweite Punkt, wo in regelmäßigen Abständen auch immer mal Schüler durchfallen, ist zwei Farbenampeln mit Abbiegeampel verwechseln bzw. vertauschen. So, aber was bedeutet das jetzt genau? Naja, das bedeutet, dass die Fahrschüler die kleine Abbiegeampel mit der Zwei-Farben-Ampel verwechseln. Weil man muss ja wohl schon sagen, dass sie sich verdammt ähnlich sehen. Und wie das nun mal so ist im Prüfungsstress, kann dann sowas mal schnell passieren. Also seid euch hier am besten zu 100% sicher, was da abgeht, damit euch das in der Prüfung nicht passiert. Bitte. So, von diesem Thema habe ich aber auch schon ein ganz ausführliches Video gemacht, das da heißt kürzeste Prüfungsfahrt ever. Und kleiner Spoiler, ich glaube die Prüfungsfahrt ging ungefähr 30 Sekunden oder so. Das war echt hart. Naja, Video ist oben angepinnt. So, aber jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, weswegen wir eigentlich hier sind. Wo ich übrigens auch glaube, dass die meisten Schüler durchfallen. Falsche Blickführung und oder Unwissenheit. So, gehen wir erstmal auf das Thema Unwissenheit ein. So, wichtig ist natürlich, wenn ich eine Prüfung fahren möchte, muss ich natürlich wissen, was die Farben in einer Ampel bedeuten. Naja, über Grün und Rot brauchen wir glaube ich nicht zu reden. Aber was genau bedeutet eigentlich gelbes Licht an einer Ampel? Vor allem, ihr kennt das wahrscheinlich, das Problem ist ja hier auch, dass es wirklich jeder im Straßenverkehr falsch vormacht. Eltern, Freunde, Leute, die vor euch fahren, selbst die Polizei. Ich würde sogar so weit gehen, dass sogar Fahrlehrer das privat machen. Ich natürlich nicht, aber andere bestimmt. Naja, also könnte man hier sagen, die ganze Welt ist quasi ein falsches Vorbild. Aber gucken wir uns mal eben an, was jetzt genau gelbes Licht an einer Ampel bedeutet. Eine gelbe Ampel darf mit dem Auto nicht überfahren werden, sofern es dem Fahrer möglich ist, gefahrlos anzuhalten. Heißt also, ihr müsst bei Gelb immer anhalten, außer bei einer Gefahrbremsung. So, also sind wir jetzt ein bisschen schlauer und wissen, dass wir bei Gelb immer anhalten müssen, sofern man keine Vollbremsung machen muss. So, aber gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, was für Probleme haben die Schüler hier jetzt genau. Manche Schüler wissen einfach nicht, was gelbes Licht an einer Ampel bedeutet, aber das haben wir jetzt gerade geklärt. Dann gibt es welche, die das einfach schlecht einschätzen können, ob man jetzt stehen bleiben oder weiterfahren soll. Und dann gibt es noch die, die zu wenig oder gar keinen Blickkontakt zur Ampel haben, was natürlich fatal ist. So, das sind auf jeden Fall die 3 bzw. 2 Problemzonen, die wir haben. Das mit der Bedeutung von dem gelben Licht haben wir geklärt. So, bleibt also noch das Thema mit dem richtig einschätzen und mit dem Blickkontakt
zur Ampel. Also spitzt ab jetzt die Ohren, weil ab jetzt wird das Video erst richtig wichtig. Weil hier tatsächlich bei diesem Thema haben die meisten Schüler Probleme. Und vor allem war es in meiner Führerscheinzeit auch das Thema, wo ich mit am meisten Respekt vor hatte. Aber zuerst einmal müsst ihr verstehen, wie entscheide ich als Autofahrer an einer Ampel, die rot wird, ob ich anhalte oder ob ich weiterfahre. Und mit der wichtigste Faktor hierbei ist, wie weit seid ihr vor der Ampel mit eurem Auto in dem Moment, wo die Ampel auf gelb bzw. rot springt. So, man muss natürlich dazu sagen, ist alles selbstverständlich ein bisschen schwierig während der Fahrt, weil man hat leider ganz selten einen Zollstock oder ein Maßband dabei. Also ist das hier eher eine Frage von Schätzen und nach Gefühl agieren. Und ihr wisst das wahrscheinlich, Schätzen und Gefühle sind bei Schülern immer so... Naja, so was hier noch super wichtig ist, was sehr viele Schüler total unterschätzen oder manche auch erst gar nicht wissen, dass der Abstand ganz entscheidend ist, aber mindestens genauso wichtig ist eure Geschwindigkeit. Weil es macht ja totalen Unterschied, ob ich 50 vor der Ampel fahre oder 15, sage ich mal. Aber ich zeige euch mal ein Beispiel, da kann man das, glaube ich, relativ gut erkennen. So, ihr seht, wir fahren hier auf die Ampel zu, der Schüler muss abbremsen, weil die Ampel zunächst rot ist. So, und man sieht dann hier ganz schön, die Ampel springt auf gelb ungefähr bei 10 bis 15 km/h. So, ich lasse das Ganze nochmal von vorne laufen. So, und dann kann man hier nochmal relativ gut erkennen, dass die Ampel umspringt. Und gerade weil der Schüler halt so langsam unterwegs ist, könnte er hier höchstwahrscheinlich noch dreimal anhalten. So, und in so einer Situation dürfte man sich dann nicht beschweren, wenn der Prüfer dann rot sieht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Gefahr ist hier, dass der Prüfer eine rote Ampel sieht und dann seid ihr sowieso durchgefallen. Oder der Prüfer sagt, Alter, da war eine gelbe Ampel. Und dann eine gelbe Ampel heißt stehen bleiben und sie hätten 5-mal stehen bleiben können, beende ich hiermit die Prüfung. So, ich habe aber noch ein Szenario für euch, wo super viele Schüler durchfallen und was mega häufig vorkommt. So, wir sind hier Linksabbieger und haben eine grüne Ampel, können aber nicht in die Kreuzung reinfahren, weil sich noch andere Fahrzeuge in der Kreuzung befinden. So, und genau in diesem Moment springt die Ampel dann auf rot, wie ihr sehen könnt. Also geht's jetzt weiter und die Ampel ist seit Ewigkeiten rot und der Schüler fährt ganz stumpf einfach dem Auto vor uns hinterher. Selbstverständlich wäre in dem Fall die Prüfung sofort beendet. Was in den meisten Fällen aber daran liegt, dass der Schüler nicht mehr zur Ampel geguckt hat. Was uns direkt zum nächsten Thema bringt, nämlich der Blickführung, wo meiner Meinung nach super viele Schüler mit Problemen haben. Also achtet auf die wichtigste Regel, wenn ihr auf eine Ampel zufahrt. Sobald ich in der Nähe der Ampel bin, lasse ich die Ampel wirklich nie mehr aus den Augen. Glaubt mir, das ist für Fahrschüler wirklich essentiell, weil ich merke, dass wirklich jedes Mal, wenn die Ampel umspringt, sehe ich das Gefühl 2 Sekunden, bevor der Schüler das sieht. Und glaubt mir, 2 Sekunden, das ist wirklich nicht gut. Brother, So, und ich kann euch jetzt noch einen kleinen Tipp mit an die Hand geben, wie ich das früher bei meinem Führerschein mit dem Einschätzen gemacht habe. So, ihr müsst versuchen, jedes Mal, wenn ihr auf eine Ampel zufahrt, sucht ihr euch quasi eine imaginäre Linie bzw. einen Punkt. So, und erstmal nur zu Verständnis. Vor dieser Linie bzw. vor diesem Punkt lasse ich die Ampel niemals aus den Augen, aber das hatten wir ja gerade. Und super wichtig, ich bereite mich mental aufs Bremsen vor. So, bin ich aber hinter diesem gedachten Punkt, dann bin ich mir sicher, egal ob die Ampel gelb wird, ich fahre auf jeden Fall weiter. So, das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen seltsam und komisch, aber ich zeige euch mal, wie das dann in der Praxis aussieht. Also muss ich jetzt ein bisschen meine Gedanken sprechen lassen, damit ihr das natürlich hören könnt. So, ich fahre auf die Ampel zu. Sobald ich dann in die Nähe komme, beobachten, bremsbereit, beobachten, bremsbereit, beobachten, bremsbereit, beobachten, bremsbereit und weiter. So, ich hoffe, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie das dann auszusehen hat. Das ist natürlich viel Gefühlssache und ihr müsst das natürlich auch vorher in den Fahrstunden etliche Male üben. So, hier haben wir jetzt die nächste Ampel. Beobachten, 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 beobachten und weiter. Achtet aber ein bisschen darauf, dass ihr nicht den Fehler macht, dass ihr anfangt abzubremsen, obwohl die Ampel noch grün ist. Beobachten ja, bremsbereit sein ja, aber noch nicht abbremsen. So, hier haben wir jetzt gleich die nächste Ampel. Beobachten, 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 beobachten und weiter. Und dann direkt die nächste. Bereit, beobachten, bremsbereit, beobachten, bremsbereit, beobachten, bremsbereit, beobachten, bremsbereit, beobachten, und weiter. Eine geht aber noch. Beobachten, 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 weiter. Und
Und jetzt nochmal die allerletzte, damit es wirklich jeder verstanden hat. Beobachten, 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 weiter. So, ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet euch wenigstens einigermaßen ein Bild davon machen, wie sowas auszusehen hat. Ich kann euch nur sagen, mir hat das damals extrem viel Sicherheit gegeben. Und ich sehe halt, wie ein Schüler nach dem anderen durchdonnert, weil sie es halt nicht machen. Also entscheidet selber. So, einen letzten Tipp habe ich aber noch für euch. Wenn ihr auf eine Ampel zufahrt und da stehen schon Leute, die gedrückt haben, also warten, stehen die Chancen relativ gut, dass die Ampel jeden Augenblick umspringen könnte. So, das war jetzt hier bei uns in diesem Fall nicht der Fall, aber die Chancen sind selbstverständlich dann erhöht. So, zum Abschluss des Videos muss man sagen, entscheidet das selber, ob ihr das mit dem Beobachten, 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 Beobachten weiter macht oder ob ihr das nicht macht. Mir hat es auf jeden Fall Sicherheit gegeben und sehr geholfen. Für den Fall, dass ihr das nicht macht, auch kein Problem, nur sorgt auf jeden Fall dafür, dass jedes Mal, wenn ihr auf eine Ampel zufahrt, ihr die Ampel immer im Auge behaltet. Weil das meines Erachtens nach Problem Nummer 1 ist. In diesem Sinne, macht nicht dieselben Fehler. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr Fragen haben solltet, wisst ihr Bescheid. Tut mir den Gefallen und lasst doch bitte kurz eine Bewertung da. Kurzen Daumen nach oben, wenn euch das Video geholfen oder gefallen hat. Ansonsten bin ich natürlich immer für konstruktive Kritik offen. Nur es würde mir und meiner Arbeit sehr helfen und es ist für euch ein Kinderspiel. Danke fürs Vorbeischauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut.